Heute habe ich nicht nur wieder ein leckeres und einfaches Rezept für euch, sondern auch wieder was ganz Ungewöhnliches und super Gesundes. Also, legen wir direkt los. Ich habe hier ein bisschen Wasser und meinen Sauerteig. Wie ihr Sauerteig ganz einfach herstellt, erfahrt ihr zum Schluss nochmal in der Sauerteig-Playlist. Das ist jetzt ein Weizensauerteig, den ich immer mit Vollkornmehl fütter. Ihr könnt selbstverständlich jede Art von Sauerteig verwenden, sei es Pseudogetreide, Dinkel, Weizen, Einkorn, Roggen, was auch immer. Normalerweise ist das Rezept für einen flüssigen Sauerteig ausgelegt, da braucht ihr 200 Milliliter. Ich wollte euch das aber mal mit einem festeren zeigen, wie ihr das dann macht, weil das ist das, was die meisten privat nutzen. Dann nehmt ihr einfach 5 Teelöffel und gebt es in ungefähr 150 Milliliter Wasser hinein, so dass ihr auch damit auf 200 Milliliter kommt. Das genaue Rezept findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. Und das ist super toll heute. Also ich kann es euch gar nicht sagen. Ich bin durch Zufall auf das gestoßen, aber nicht mit Sauerteig, sondern original wurde das mit Kefir gemacht. Wir stellen nämlich heute eine fermentierte Butter her. Dann habe ich mir gedacht, naja, Kefir habe ich jetzt nicht zur Hand. Hefewasser, da sind jetzt keine Milchsäurebakterien. Probieren wir es doch mit Sauerteig. Und was soll ich sagen, ehrlich, ihr müsst euch wirklich nachher das Ergebnis anschauen. Wahnsinn, ich war total überrascht. Butter, wissen wir ja, macht man aus Sahne. Ich habe hier 2 Becher bzw. 400 Gramm. Und da hinein gebe ich jetzt den flüssigen Sauerteig. Und hier nochmal ein großes Dankeschön an Gläser und Flaschen, die mir hier dieses große Weggefäß zur Verfügung gestellt haben. Das finde ich richtig gut. Nicht nur zur Herstellung von Hefewasser, sondern da lagere ich auch mein Essig drinne oder mache jetzt auch diesen Test. Das ganze Equipment, was ich nutze und empfehlen kann, findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Beschreibung. So, und dieses Sahne-Sauerteig-Gemisch lasse ich jetzt bei Zimmertemperatur stehen. Ich hatte es morgens angesetzt, so sah das abends aus. Ich mache mal kurz den Riechtest. Guckt mal, es ist schon ein wenig angedickt. Also, die Mikrobakterien arbeiten da schon ordentlich. Es riecht bisher noch nicht schlecht oder säuerlich. Lassen wir das Ganze nochmal ein bisschen stehen und da bitte ich euch wirklich Geduld zu haben. Ich habe es zuerst in der Küche stehen gehabt, damit ich es beobachten kann, habe es dann in den Abstellraum gegeben und am nächsten Abend, schaut mal, da kann man richtig sehen, da hat sich was getan. Es ist jetzt richtig schön eingedickt. Man könnte es noch ein paar Stunden länger stehen lassen, aber für unsere Zwecke reicht es. Und man kann so einen leicht säuerlichen Geruch wahrnehmen, wie bei einem Joghurt. Also das war tatsächlich sehr interessant. Das war mein erster Versuch. Und ihr könnt jetzt die Butter in so einem Glas herstellen. Das sind die Sturzgläser von Gläser und Flaschen. Oder ihr nehmt jetzt hier einfach nochmal einen Mixer. Das ist ja dieser Sindoas Küchenmaschine, die ich austesten durfte. Falls ihr die in Grau haben wollt, es gibt hier nochmal einen Rabattcode, schreibe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. So, und ihr seht, wie schön dick das geworden ist. Und ich muss gestehen, ich habe das ja noch nie vorher selber getestet und es gibt auch keinen Test mit Sauerteig. Und dann dachte ich, oh je, hoffentlich habe ich da jetzt keinen Mist gebaut und die schöne Sahne vergeudet. Aber das Ergebnis seht gleich selber. Ich schalte das jetzt hier an mit dem Rührbesen und lasse es einfach mixen, mixen, mixen. So, und ihr seht, jetzt ist es noch gerade sehr flüssig. Diese dunklen Bestandteile, die ihr hier seht, das liegt einfach an dem Vollkornmehl. Ihr könnt selbstverständlich auch ein Lievito Madre dazugeben, also so einen hellen Sauerteig, der mild ist. Dann habt ihr da diese Pünktchen oder Stellen nicht. Und dann einfach kneten, 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 beziehungsweise durchrühren, bis das schön krisselig wird. Und ich finde schon mal, es ist ein Unterschied zu der bisherigen Butter, die ich immer gemacht habe. Die Stücke sind so ein bisschen feiner. Das Ganze werde ich daher erstmal hier in einem sauberen Tuch einmal durchsieben.
damit ich hier auch nichts von der kostbaren fermentierten Butter irgendwie verschwende. So, und wichtig, die Flüssigkeit, die dabei herauskommt, auf gar keinen Fall wegschmeißen, denn damit zaubern wir nochmal was richtig Leckeres. Komme ich aber gleich nochmal zu. Also, hier das jetzt einmal reingeben. Wie ich vorhin erwähnt habe, für diejenigen, die einen Kefir zu Hause haben, damit könnt ihr das genauso machen. Nehmt einfach die gleiche Menge, gebt den Kefir hinzu und dann habt ihr auch so ein tolles Ergebnis. Und schaut mal, bei uns zu Hause ist es ja immer sehr warm. Da war mir schon klar, dass auch die selbst hergestellte Butter sehr weich ist, aber durch die Fermentation mit dem Sauerteig, das ist der Wahnsinn. Ich kann das gar nicht beschreiben und ich hoffe, dass das in diesem Video auch zur Geltung kommt. Diese Butter, die ich jetzt in dieses kalte Wasser gebe, die ist, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weich wie Sahne und Butter zugleich. Ja klar, ich habe Butter aus Sahne gemacht. Okay, das habe ich schon verstanden, aber das hat eine ganz andere Konsistenz als die herkömmliche Butter, die ihr aus Sahne herstellt. Ich hoffe, das kann man gleich sehen. So, hier rein. Wie gesagt, die braunen Bestandteile, das ist einfach der Sauerteig, das Vollkornmehl, also diese Vollkornbestandteile, die da sind. So, das gebe ich hier mal ganz kurz rechts zur Seite. Und jetzt gebe ich das in eiskaltes Wasser. Das bewirkt, dass die Butter ein bisschen fester wird. Und wir müssen jetzt natürlich die Buttermilchbestandteile rauswaschen, damit die Butter nicht schnell ranzig wird und länger hält. Deswegen wäscht man Butter, wenn man sie herstellt, erst einmal in Wasser aus. Und ihr seht, ich bin hier ganz vorsichtig. Die löst sich nicht auf oder so. Das Wasser trübt sich jetzt durch die Buttermilch ein, aber die ist total weich, obwohl das Wasser eiskalt ist. Ich habe extra auch nochmal eine Metallschüssel genommen, damit die Kälte nochmal ein bisschen besser gehalten wird. Das ist Wahnsinn. Seidig weich. Also das war wie so eine Seidenbutter, die ich jetzt hier hergestellt habe. So ähnlich wie Seidentofu. Echt ganz fantastisch. Schaut mal. Und so hellweiß. Ich habe dann nochmal neues kaltes Wasser hinzugegeben, das andere Wasser weggeschüttet. Gebt das nochmal und ihr seht es, die wird gar nicht richtig fest, sondern durch die Fermentation ist die Konsistenz tatsächlich verändert zu der Butter, die ihr herkömmlicherweise kennt. Und wie gesagt, diesen Rest nicht wegschmeißen. Damit zeige ich euch nachher nochmal was richtig Köstliches. Diese hergestellte Butter gebe ich aber jetzt erst einmal in ein separates Gefäß. Huch, da ist die eine Hälfte schon abgegangen. Tue, so gut es geht, das Wasser abgießen dabei. So, das zweite Stück kommt auch noch dazu, denn wir wollen ja kein Wasser in unserer Butter, sondern nur die reine Butter. Das kommt noch mit hinzu. Das Wasser kann jetzt weg. Ihr könnt es natürlich theoretisch auch für ein Brotbacken oder Brötchenbacken verwenden. Also ihr müsst es nicht verschwenden, aber wenn ihr keine Verwendung dafür habt, weggeben. Dann drücke ich das hier vorsichtig an, gebe dann einfach den Deckel drauf, ab in den Kühlschrank. Und dieses Ergebnis, was ihr da habt, ist der Hammer. Probiert es aus. Es ist wie so eine Joghurtbutter. Hier ist das versprochene Video mit der Buttermilch. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.